For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch heute eine Anaconda. Anaconda, diese legendäre Schlange sozusagen. In dem Fall aber eine Eunectes noteus. Noteus ist die kleinere der Anacondas, umgangssprachlich auch gelbe Anaconda genannt. Manchmal sind sie ein wenig garstig, gerade auch die gelben, also noch mehr wie die großen grünen. Die hier, also meine Kollegen haben gesagt, die wäre garstig, aber bis jetzt geht sie, bis jetzt ist sie anständig. Diese gelbe Anaconda, die werden nur so 2-3 Meter groß, also noch einigermaßen überschaubar für die Terraristik. Wer ein entsprechend großes Terrarium hat, kann die sich halten. Und noch ein paar News zu den Anacondas. Mittlerweile gibt es ja sogar 4 Unterarten. Über diese gelbe Anaconda, wo ich hier habe, Eunectes noteus. Dann gibt es die bekannte große Anaconda sozusagen, oder grüne Anaconda, Eunectes murinus. Und dann gibt es mittlerweile 2 neue Arten. Das eine ist Eunectes deschauensii, heißt glaube ich die andere. Und die andere, achso, beniensis, ne, aus, wie heißt das Urwaldgebiet? Oh, die kotet jetzt sogar. Okay, die rettet mich jetzt, weil mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Wir blenden es unten ein, die 4 Arten. Und tja, mein Intro-Tierchen für euch heute, leider mit kleinem Missgeschick am Ende. Das Thema heute ist ein ganz anderes wie diese Anacondas vorher. Und zwar geht es um diese hübschen kleinen Kronengeckos. Corelophus ciliatus heißen sie mittlerweile. Ne? Früher mal Rhacodactylus. Noch der alte Ausdruck Rhacos hat sich noch gleich wenig nach wie vor nicht ganz oder ist nicht ganz aus der Terraristik verschwunden. Aber eigentlich heißen sie jetzt Corelophus ciliatus. Hier ein ausgewachsenes Männchen oder ein adultes Männchen, also die wären noch ein kleines Stückchen größer, aber das ist so eine, sage ich mal, eine normale Adultgröße. Wir haben vor 6 Jahren schon mal ein Basic Gecko zu den Kronengeckos gemacht. Das habe ich jetzt gesagt, ein Basic Gecko, ein Basic Film natürlich, eine Basic Folge wollte ich sagen, zu den Kronengeckos gemacht. Können wir euch unten einblenden, wer sich die nochmal anschauen will. Aber ich möchte heute nochmal euch was drüber zeigen oder berichten, weil zum einen haben die so eine Erfolgsgeschichte in der Terraristik hingelegt. Also ich glaube, mittlerweile gibt es mehr Kronengeckos in der Terraristik wie in der freien Natur. Ne? Die werden wirklich zu Zehntausenden oder Hunderttausenden gezüchtet, sind ein ganz tolles, perfektes Terrarientier. Also haben da, wie gesagt, wirklich eine Erfolgsgeschichte hingelegt. Und zum anderen ist es auch wirklich interessant, wie denn diese Kronengeckos wieder in die Terraristik gekommen sind. Das möchte ich euch heute auch erzählen. Das Verblüffende an den Kronengeckos: vor circa 30 Jahren gab es da überhaupt keine in der Terraristik, beziehungsweise es gab nicht einmal nur in der Terraristik keine, es gab eigentlich auch weltweit mehr oder weniger keine. Ne? Die galten als so gut wie ausgestorben. Aus Neukaledonien, wo sie herkommen, selbst dort waren die unbekannt. Die Leute dort, oder man wusste gar nicht richtig, dass es die überhaupt noch gibt, weil sie natürlich auch relativ versteckte Lebensweise haben. 1994 haben sich 4 deutsche Herpetologen oder Terrarianer, die haben sich aufgemacht und haben gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass es diese Kronengeckos auf dem großen Neukaledonien nicht mehr gibt. Da gibt es doch so viele Wälder, da muss doch auch noch irgendwo Kronengeckos existieren, und sind da 94 losgezogen, also unter anderem der Willi Henkel und der Robert Seib. Sind losgegangen, noch 2 andere Deutsche, und haben gesagt, wir müssen jetzt die Kronengeckos wieder finden, die müssen doch irgendwo sein, gibt es doch gar nicht. Ne? Sind nach Neukaledonien auf die Hauptinsel gefahren und haben wochenlang nach diesen Geckos gesucht, haben wirklich keine dort gefunden, waren schon relativ frustriert. Mehr oder weniger durch Zufall. Da war eine Biologin, die sich mit Schnecken beschäftigt hat,
und die hat gesagt, sie fliegt nach Pine Island, das ist so eine benachbarte oder so eine vorgelagerte Insel. Sie fliegt wegen ihren Schnecken nach Pine Island, ob die nicht mit nach Pine Island kommen wollen, da es ja offensichtlich da keine Kronengeckos gibt, wo sie am Suchen waren. Und dann sind die da mitgeflogen nach Pine Island, mehr oder weniger just for fun, und haben da tatsächlich am allerletzten Tag, wo sie dort waren, ist der Robert Seib nachts nochmal los, hinterm Hotel in den Wald rein, und nach 10 Minuten oder 15 Minuten im Wald hat er tatsächlich auf Pine Island den ersten Kronengecko wieder entdeckt und hat dann dort, oder haben sie dann noch mehrere Tiere gefunden dort, und so wurde der Kronengecko tatsächlich wiederentdeckt für die Terraristik. Also ich finde es eine coole Geschichte, dass einfach Terrarianer losgehen und sagen, Mensch, das kann doch nicht sein, dass es die nicht mehr gibt, lass uns dahin fliegen, lass uns suchen gehen. Und tatsächlich am allerletzten Tag, wie gesagt, auf einer Insel, wo sie eigentlich gar nicht suchen wollten, finden die dort wieder diese Kronengeckos. Diese deutschen Herpetologen haben dann für 9 Tiere eine Ausfuhrgenehmigung erhalten, ne? Durften 9 Tiere ausführen von Neukaledonien. Eine Gruppe Amerikaner, ich glaube der Frank Fast war da beteiligt, die haben auch nochmal offiziell eine Ausfuhrgenehmigung gekriegt für eine Handvoll Tiere, also ich glaube auch irgendwie im einstelligen Bereich. Und auf diese 2 Ausfuhren aus Neukaledonien sind die ganzen, wie vorher schon gesagt, 100.000, also es sind sicherlich weit über 100.000 Kronengeckos, die es mittlerweile in der Terraristik gibt und die gezüchtet wurden, sind alle auf diese weniger wie 20 Tiere zurückzuführen. Ja, das ist wahnsinnig, das ist echt erstaunlich. Ne? Mittlerweile gibt es ja natürlich da auch jede Menge Zuchtformen, habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Diese Lily Whites hier, Lily White, ist so wegen der, wie soll man sagen, das ist so wegen die Krönung der Farbmorphenzucht im Moment. Ne? Die kriegen so weiß an den Flanken und am Bauch und am Schwanz. Und das, also es geht so weit, dass manche Tiere vielleicht sogar oder fast ganz weiß werden oder aussehen. Ne? Das ist so in der Kronengecko-Farbmorphenzucht, wie gesagt, gerade wegen so das Höchste. Was ich aber damit sagen will, dass all diese Tiere auf diese paar in der Natur oder exportierten zurückzuführen sind, das ist schon erstaunlich und wahnsinnig. Ne? Und so hat sich dieses Terrarientier etabliert. Und wie eben vorher schon gesagt, in der Terraristik leben, da bin ich mir sicher, mehr Kronengeckos wie auf Neukaledonien leben. Ne? Also Neukaledonien, diese Pine Island Insel, die ich vorher angesprochen habe, die ist so 130 Quadratkilometer groß. Ne? Also das ist 130 Quadratkilometer, 10 mal 13 Kilometer, so ganz grob gesagt, müsst ihr euch vorstellen. Das ist wirklich nicht groß. Und auf der Hauptinsel wurde auch noch eine Population von Kronengeckos entdeckt, aber so abgesehen von diesen 2 Populationen gibt es in der Natur oder vermutlich keine mehr von diesen hübschen Geckos. Ne? Und so hat es die Terraristik geschafft, ein Tier sicherlich für alle Ewigkeit zu erhalten, das in der Natur, hoffen wir es nicht, aber womöglich früher oder später sogar ausgerottet ist. Jetzt habe ich euch den Background erzählt, wo sie herkommen, und geschwärmt, wie toll das ist, dass so viele gezüchtet werden. Noch ganz kurz zeigen, wie man sie hält. Das ist so ein klassisches Kronengecko-Komplett-Set, was wir so anbieten oder wie wir das zusammenstellen oder wie ich das auch empfehlen würde. Das ist Terrarium 60 45 90. Finde ich eine tolle Größe, kann man schön ein Pärchen drin halten oder ein Pärchen, 2 Weibchen. Ihr wisst, keine 2 Männer zusammenhalten natürlich. Kronengeckos sind prinzipiell nacht- oder dämmerungsaktiv. Wir tun aber trotzdem natürlich ein Licht anbieten, auch mit einem UV-Anteil drin. Also das ist so in dem Fall eine 70 Watt Mischlichtlampe, die dient gleichzeitig als Heizung für dieses Terrarium.
Die Kronengeckos wollen es gar nicht besonders warm, also da reichen so 24 bis 26 Grad, ne? Unter der Lampe, kühlste Stelle im Terrarium, vielleicht 22, 23 Grad, reicht für die absolut aus, beziehungsweise das ist absolut perfekt, also macht nicht den Fehler, dass ihr die bei 30 Grad oder so haltet, das mögen die gar nicht. Ansonsten natürlich Klettermöglichkeiten anbieten. Hier, das ist die Lampe, by the way. Ich habe gesagt 70 Watt, also 75 Watt in dem Fall. Für die Größe ist genau passend. Wie gesagt, unter der Lampe wird es dann wärmer, da hat es dann vielleicht sogar bis 30. Aber die kühlen Stellen im Terrarium, unten hat es dann Anfang 20 Grad. Von der Ernährung, das Tolle ist auch, dass die sich fast überwiegend vegetarisch ernähren. Also man kann sie hier mit diesen Fruchtbrei, Nekton hat da mittlerweile 3 verschiedene, wirklich tolle Crested Gecko, englischer Ausdruck für die Kronengecko, hat so Fruchtbrei entwickelt, kann man sie echt toll damit füttern, Mineralien dazugeben. Ich würde das, also ein Multimineralpräparat auf jeden Fall noch dazugeben, obwohl in der Fruchtbrei an sich Mineralien und Vitamine schon drin sind, aber ich würde trotzdem noch gleich ein wenig supplementieren. Und dann kann man einmal die Woche auch Insekten füttern, die Insekten ebenfalls mit Mineralien bestäuben und ja, dann lassen sich die Kronengeckos wirklich toll halten und züchten und dann könnt ihr selber auch zu dieser Erfolgsgeschichte Kronengeckos beitragen. Das war schon das Kronengecko-Update für euch. Also ich fand es spannend. Ich wusste die Story so zum Teil, hatte die so im Hinterkopf und dachte, ach, die ist ja ganz interessant und habe die nochmal wegen recherchiert, beziehungsweise habe auch den Robert Seib nochmal dazu gefragt und hat mir dann eigentlich selber Spaß gemacht, das wieder oder das zu hören oder wenn man sich das so vor Augen hält. Ich weiß nicht, wie euch das geht, dürft ihr gern unten posten, so von wegen, alte Story kannte ich schon oder ach, witzig, ist ja interessant oder postet mal unten drunter, was ihr davon haltet und auch von dem, gerade wenn ich hier mit in einer der letzten Folgen hat man die Positivlisten angesprochen. Also die Kronengeckos sind meiner Meinung nach ein gutes Beispiel, wie Tiere in der Terroristik wirklich erhalten werden können. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch geben, den Kanal abonnieren, da könnt ihr öfter solche vielleicht also Hintergrundstories erfahren über irgendwelche Terrarientiere. Und ansonsten bleibt mir treu und checkt die Cresteds.